Hallo Leute und willkommen hier bei Oldschool Hunter. Heute gibt es ein weiteres Update in meinem Kürbisexperiment in der Halloween Season 2021. Das letzte Update gab es vor 5 Wochen. Kurz zur Erinnerung, das war das Update, in dem die Pflanzen von hier drin nach draußen ins Hochbeet umgezogen sind. Und in diesen 5 Wochen ist eine ganze Menge passiert. Die letzten beiden Maiwochen waren dabei relativ kalt. Wir hatten Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad. Es war kalter Wind und nachts gingen die Temperaturen teilweise bis 0 Grad runter. Also alles in allem keine guten Bedingungen für die Pflanzen draußen. Und ich muss ehrlich sagen, die haben sich ganz schön gequält. Zwischendurch dachte ich auch schon, naja, die werden wir eingehen. Aber seit Anfang Juni haben wir bestes Sommerwetter. Die Sonne scheint, es ist warm und das hat den Pflanzen richtig gut getan. Darum schauen wir am besten mal raus in den Garten, wie sich die Pflanzen so entwickelt haben. Der erste Kürbis hat mittlerweile eine Länge von 1,40 Meter erreicht und erobert so langsam das Hochbeet. Ich werde ihn dann hinter das Hochbeet nach unten weiterleiten, dort hat er genügend Platz, sich auszubreiten. Sehr schön ist vor allem die Blüte des Kürbis. Die Pflanze ist über und über voll mit Knospen. Bei der aktuellen Wetterlage und der prallen Sonne gieße ich den Kürbis nach Bedarf 2-mal am Tag. Man kann ganz gut erkennen, wenn der Kürbis zu wenig Wasser hat, denn dann fangen die Blattränder an herunterzuhängen. Aber kein Problem, denn kurze Zeit nach dem Gießen stehen die Blätter wieder nach oben. Der zweite Kürbis hat etwas länger gebraucht, sich im Hochbeet einzuleben und hat eine Länge von 1,20 Meter erreicht. Ich muss aber dazu sagen, dass an dieser Stelle letztes Jahr der Riesenkürbis stand. Der Kürbis ist ein viel zäher und saugt euch die Nährstoffe förmlich aus dem Boden heraus. Aus diesem Grund habe ich hier auch schon 4-mal mit der Brennnesseljauche nachgedüngt und nach kurzer Zeit hatte sich der Kürbis gefangen und begann zu wachsen. Eine Blüte gab es an dieser Pflanze leider noch nicht, aber man kann auch hier die vielen Knospen sehr gut erkennen. Der Kürbis erobert nun so langsam das Hochbeet und auch hier leite ich ihn seitlich nach unten weiter. Aber hier muss ich die Pflanze im Kreis wachsen lassen, da der Kürbis ansonsten auf den Rasen wächst. Das war auch schon das kurze Update hier in meinem Kürbisexperiment 2021. Ihr seht, den Pflanzen geht's gut und sie entwickeln sich prächtig. Von den Kürbispflanzen hatte ich ja am Anfang 13 Stück. 2 davon stehen bei mir im Hochbeet, die anderen 11 habe ich in gute Hände abgegeben. Ein paar davon sind sogar hier bei mir in der Gegend, darum werde ich mal sehen, dass ich die beim nächsten Update mal besuchen gehe. Das ist sicherlich mal ganz interessant zu sehen, wie sich die Kürbispflanzen bei den anderen so entwickeln. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass sich das Ganze hier weiterhin gut entwickeln wird und mal schauen, wie viele Kürbisse am Ende im Herbst hier an meinen Pflanzen dranhängen. Deswegen, was meint ihr dazu? Was schätzt ihr, wie viele Kürbisse werde ich hier im Herbst haben? Das könnte mal ganz interessant sein, deswegen schreibt mir das in die Kommentare. Momentan kann man es an den Pflanzen noch nicht wirklich abschätzen, wie viele es sein könnten. Deswegen klickt darauf Abonnieren, damit ihr die Updates hier auf meinem Kanal nicht verpasst. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir auch gerne noch einen Daumen nach oben da. Damit sind wir am Ende angelangt. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!